Die YouTube-Updates diese Woche. Wir starten rein mit den KI-Zusammenfassungen für Kommentare. Sehr, sehr interessante Geschichte meiner Meinung nach. Funktioniert okay im englischen Bereich, soll jetzt auch in den deutschen Markt eingeführt werden. Dabei wird es aber erstmal bleiben bei diesem Soll, denn die EU sagt, nee, das ist nicht in Ordnung. Und prinzipiell, man kann ja auf die EU schimpfen, aber hier muss ich sagen, ja, ist tatsächlich richtig, dass hier ausgebremst wird, denn Creator haben gar keine Möglichkeit, das Ding auszuschalten. Das heißt, ihr seid praktisch dann auf YouTube angewiesen, sollte das tatsächlich durchgewunken werden, dass das auch alles seine Richtigkeit hat und die KI nicht irgendeine Scheiße dahin schreibt. Und das finde ich ist gerade bei KI-basierten Tools immer eine sehr, sehr wichtige Geschichte, dass man halt direkt weiß, okay, es handelt sich hier um eine KI-Zusammenfassung und diese KI kann Fehler machen. Ne? Und das finde ich gerade bei Lokalisationsthemen, wo Google Translate ist besser geworden in den letzten Jahren, aber es ist halt auch ja, es ist halt immer noch ein Large Language Model und entsprechend fehlerbehaftet. Ne? Deswegen regt euch nicht auf. Wir sind mit YouTube in Gesprächen, dass wir das halt creatorseitig ausschalten können. YouTube meint allerdings aktuell, das ist eine Viewer, also eine userbasierte Geschichte. Braucht euch nicht zu kümmern, für euch wichtig. Es kommt aktuell nicht in den deutschen Markt und sollte sich das ändern, werdet ihr es hier auf diesem Kanal erfahren. Wunderbar. Machen wir weiter. Premium-Memberships werden in Indien teurer. Warum interessiert uns das in Deutschland? Naja, hat zwei Auswirkungen. A, wir hatten ja bereits in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass große Kaufkraftunterschiede bestehen zwischen einzelnen Märkten. Unter anderem am Beispiel von Argentinien sind wir das bei den Memberships mal durchgegangen und durchgerechnet. Das heißt aber auch, viele Leute haben sich Premium in diesen Ländern gekauft, also sowohl in Argentinien als auch in Indien. Und entsprechend eine Erhöhung des Premiumpreises heißt im Endeffekt auch mehr Geld für euch. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Ist natürlich schade für User, die halt sich per VPN in Indien angemeldet haben, um dort günstiger an YouTube Premium zu kommen. Aber wie gesagt, prinzipiell ist es ja in eurem Interesse, wenn ihr mehr Premium ja, Anteil bekommt, beziehungsweise einfach der Premium-Anteil größer wird, weil die Premium-Memberships teurer wird in Indien. Naja, wie gesagt, für euch okay, ist halt die Frage, ob das halt für den User so eine sinnvolle Geschichte ist. Aber ich glaube eigentlich schon. Gut, machen wir weiter. Und zwar hatten mich ein paar Leute gefragt, was denn eigentlich mit dem Add Yours Sticker ist in den YouTube Shorts. So, nochmal kurz sortieren. Add Your Sticker in den YouTube Shorts. Sehr, sehr interessante Geschichte. Es steht mittlerweile im Hilfecenter dabei, dass es sich dabei, wenn ein User eine Antwort generiert, um einen Public Short handelt. Das ist sehr, sehr wichtig. Das hatten wir ja von vornherein nochmal nachfragen müssen. Und was mir aufgefallen ist, zumindest ist das bei meinem Handy so, beziehungsweise bei meinem Smartphone, dass ich erstmal komplett alles aus meinem Arbeitsspeicher löschen muss. Dann kann ich ein Video recorden oder hochladen, ne, beziehungsweise ein Short hochladen oder recorden. Und wenn ich das habe, dann habe ich eine Chance, einen Sticker auszuwählen, weil sonst bricht der YouTube Shorts Creator einfach ab. Also der Shorts Editor, der lässt mich dann gar keinen Sticker mehr auswählen. Das klappt immer nur dann, wenn ich komplett meinen Arbeitsspeicher zurückgesetzt habe. Und ich glaube, da ist irgendwas kaputt. Ja, das heißt, falls ihr mal diesen Add Your Sticker benutzen möchtet und das bei euch irgendwie nicht klappt, weil ihr keine Sticker aufrufen könnt, einfach mal Arbeitsspeicher runter, einfach löschen. Geht bei jedem Gerät, müsst ihr halt dann entsprechend googeln, wie das bei eurem Gerät genau funktioniert und dann könnt ihr halt das einmal probieren. Ich finde es aber wirklich, wirklich unnötig, dass das jetzt halt zum 10. September haben sie nochmal einen großen Tweet rausgehauen über Team YouTube, dass das jetzt ja für alle verfügbar sei und ja, ist es, aber halt nur, wenn dein Cache clear ist und auch nur für ein oder maximal zweimal und danach musst du wieder deinen Arbeitsspeicher resetten. Also irgendwas ist da noch sehr, sehr wonky, aber falls ihr es ausprobieren wollt, es sollte für alle verfügbar sein. Und genau. Gut, zu guter Letzt, ne, in eigener Regie, wir sammeln wieder Fragen, denn wir haben vor unserem QA-Stream nächste Woche Donnerstag, könnt ihr euch schon mal in eurem Kalender eintragen, haben wir noch ein Meeting mit YouTube. Das heißt, falls ihr uns vorher Fragen schickt, können wir die schon mit YouTube abklären und dann am Donnerstag besprechen. Also jetzt fleißig Kommentare schreiben, ne, dann wisst ihr Bescheid und wir haben hoffentlich dann nächste Woche Donnerstag bereits Antworten für euch. Ich glaube, ich sage mal nächste Woche, aber das ist der 19. 19.9. Donnerstag, der 19.9. Aber
ist bestimmt auch schon längst aufgesetzt zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht. Dann halt könnt ihr einfach Erinnerungen erstellen, machen, dann kriegt ihr auch eine Notification, eine Benachrichtigung, wenn wir entsprechend live gehen. Gut, das wäre es für diese Woche gewesen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Würde sagen, wir sehen uns dann im Q&A-Livestream oder nächste Woche bei weiteren YouTube-News. Bis dahin, macht's gut und haut rein.